mich ist zu Hause da, wo Familie ist. Egal, wo die Familie ist. Und dahin möchte ich immer wieder zurückkommen. Wir wollten gerne dunkle und elegante Farben haben und haben uns deshalb für dieses Laminat auch entschieden, da das eine richtig schöne Holzmaserung hatte, aber nicht so diese Astloch-Optik, die so sehr stark durchkommt. Also wir fanden es sehr elegant, sehr schöne geschwungene Linien mit in der Fläche und das hat uns eigentlich gleich begeistert. Uns war die Qualität natürlich schon sehr wichtig und wir haben viel rumgeschaut. Und das hier hat sich sofort sehr schön angefühlt. Also wir fanden, es hatte eine sehr schöne Oberfläche, die war haptisch sehr schön. Fühlte sich auch überhaupt nicht künstlich an, die Oberfläche. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, in den Laden zu gehen. Online-Einkaufen ist einfach erstmal wesentlich weniger persönlich und es hat einfach große Vorteile, wenn man in den Laden kommt. Man hat erstens die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen, die einem einfallen. Oft ist es ja so, dass einem auch im Verkaufsprozess einfach Fragen einfallen. Man kann die Materialien anfassen, man kann sie in verschiedene Lichter rücken, was wir ja auch gemacht haben. Man kann es mal bei Tageslicht, mal bei Lampenlicht anschauen. Das ist eine ganz große praktische Relevanz, wenn es in der eigenen Wohnung liegt. Und da möchte man natürlich so viel wie möglich vorher auch schon aussuchen können, welche Schattierungen zum Beispiel wichtig sind oder wie das Holz eben in Tageslicht aussieht oder solche Geschichten. Also für mich war das ein ganz großer Vorteil. Also wir haben Fußbodenheizung bei uns eingebaut und da muss man natürlich darauf achten, dass man die richtige Unterlage für das Laminat hat, die auch dafür geeignet ist. Es ist wichtig, dass man zuerst verschiedene Pakete öffnet und die Paneele alle nach den verschiedenen Dekoren sortiert. Es gibt immer eine unterschiedliche Anzahl von Paneelen, die dieselben Dekore haben und die kann man sich dann schön alle vorher nebeneinander legen und dann kann man daraus besser arbeiten, dass man sich eben nicht in den Dekoren direkt nebeneinander wiederholt. Das gibt einfach ein schöneres Verlegemuster und sieht dann hinterher einfach toll aus. Und beim Verlegen des Laminats muss man natürlich darauf achten, dass man zu den Seitenwänden die richtigen Abstände einhält, weil sich das Laminat ja noch bewegen wird. Es wird sich setzen und es wird sich auch mit der Hitze natürlich gerade im Winter dann ausbreiten, zusammenziehen. Und da sollte man darauf achten, die richtigen Abstände zu wählen. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich würde mich als nicht ganz handwerklich unbegabt beschreiben. Ich denke, das hilft definitiv, aber es ist auch als Anfänger, glaube ich, überhaupt kein Problem. Also es lässt sich unheimlich einfach zusammenstecken. Auch die Werkzeuge, die benutzt wurden, sind alle leicht zu handhaben, auch als Frau leicht zu handhaben. Das Laminat an sich ist auch nicht schwer, also ich konnte das gut durch die Gegend tragen und dann auch gut verlegen. Und auch der Umgang damit ist eigentlich recht einfach. Also man sollte sich ein bisschen die Zeit nehmen und sich mit den Materialien bekannt machen und danach kann man eigentlich recht schnell loslegen, würde ich sagen. Dieses Laminat war eigentlich genau das, was wir gesucht haben. Es ist fein, es ist elegant, es hat eine schöne Farbe und es hat uns eigentlich auf Anhieb sofort gefallen. Außerdem fanden wir schön, dass es sowohl kalte als auch warme Töne drin hat, weil wir viele dunkle Holzmöbel haben und auch viel Schwarz. Das nimmt das irgendwie ganz schön auf. Also uns war wichtig, dass das ein Ort für unsere Familie wird. Wir haben auch Kinder geplant und haben ein großes Kinderzimmer eingebaut und möchten gerne, dass es dann auch für unsere ganze Familie ein Ort wird, wo alle herkommen können, wo alle immer willkommen sind, wo wir Feste feiern können zusammen, wo wir im Garten sitzen können. Ja, ein Ort zum Zusammenkommen soll das hier werden. Und dafür ist das Land natürlich toll geeignet.